Sag mal, was macht man eigentlich mit solch einer Nutfräse hier? Na, das ist doch ganz einfach. Natürlich Nuten fräsen. Ach so. Ja, herzlich willkommen hier in der Bastelgarage zu einer weiteren Ausgabe. Kleiner Hinweis, ich habe hier unten in der unteren Leiste, da ist der genaue Ablauf dieses Videos dargestellt. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Punkt überspringen wollt oder den Punkt später nochmal schauen wollt, unten in der Beschreibung ist das aufgelistet. Ihr klickt einfach auf diese Stelle und das Video springt automatisch genau dahin. Das ist für euch einfacher, wenn ihr noch mal etwas sehen wollt oder euch nicht ganz darüber im Klaren seid, was ich da tatsächlich gemacht habe. In meinem vorletzten Video, ja, ich glaube, es war das vorletzte Video, hatte ich gezeigt, wie man mit der Dübelfräse 45 Grad Winkelverbindungen machen kann. Ich zeige das mal kurz hier oben. Und in diesem Video habe ich dann gefragt, wie es aussieht, ob ich das interessieren würde, weiteres über die Dübelfräse zu erfahren. Und ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, in denen es dann heißt, ja, mach das mal, das würde uns interessieren. Und das zeige ich euch jetzt heute. Kommen wir kurz zur Geschichte bzw. dazu, woher kommen Flachdübel und Flachdübelfräsen. Gängige Bezeichnungen ist übrigens auch der Markenname Lamello. Der Flachdübel, auch Formfeder, Holzverbindungsplättchen oder LFF von Lamello Formfeder, mein Gott, schwerer Name, sieht so aus. Im süddeutschen und österreichischen Sprachraum werden Flachdübel auch als Fischerl bezeichnet. Die meist aus Buchenholz gefertigten Flachdübel gibt es in mehreren Größen. Sie haben eingepresste Rillen und gefasste Kanten. Sie eignen sich für alle Arten von Verbindungen in Massivholz und Holzwerkstoffen, im Besonderen bei Korpus- und Rahmeneckverbindungen, stumpf oder auch auf Gärung. Hierauf und auf die Maschine hat die Lamello AG ein Patent. Das ist aber mittlerweile abgelaufen, weshalb es auch mittlerweile viele andere verschiedene Anbieter von Dübelfräsen und Flachdübeln gibt. Tatsächlicher Erfinder ist aber der Schweizer Hermann Steiner, der auch der Gründer der Lamello AG ist. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Er ist 1955 krank geworden. Seine Frau hat ihm irgendein Fiebermittel gegeben. Er ist gegen Mitternacht wach geworden und hat dann in seinen Fieberträumen wohl das Lamello-Plättchen gesehen und dann danach tatsächlich entwickelt. Seine Frau hat ihm das nicht so ganz geglaubt. Sie hat gedacht, er würde im Fieberwahn sprechen, aber er meinte, das ist die ideale Verbindung, weil da zu der damaligen Zeit in den 50er Jahren kamen die Spanplatten groß raus. Die Spanplatten sind übrigens in den 1930er Jahren erfunden worden. Der berufliche Weg von Hermann Steiner und der Lamello AG ist eigentlich der, er hat 1944 eine Schreinerei gegründet, dann hat er 1955 das Lamello-System erfunden, hat 1956 die erste stationäre Nutfräsmaschine erfunden und 1968 hat er die Erfindung der ersten handgeführten Lamello-Fräsmaschine getätigt. Und erst 1969 hat er die Lamello AG gegründet. Kommen wir zum Rohmaterial. Die Lamello-Plättchen werden meistens aus Buchenholz gefertigt und üblicherweise in modernen Sägeanlagen zu Holzstäben, sogenannten Kanteln, zersägt. Anschließend lagern diese 24 Tage in einer Trockenhalle, bis ihr Feuchtigkeitsgrad zwischen 8 und 10% beträgt. Aus getrockneten Kanteln werden Leisten geschnitten und mit Hilfe von ca. 25 Tonnen Gewicht zu 4 mm dünnen Lamellos gestaucht. So, genug der Theorie. Gehen wir jetzt mal zum Objekt der Begierde, der Flachdübelfräse. Ich habe meine erste Maschine von Einhell mit Kabel mittlerweile gegen eine akkubetriebene von Makita ausgetauscht. Beide Maschinen habe ich euch übrigens unten in der Beschreibung verlinkt. Normalerweise sind eigentlich fast alle Fräsen der verschiedenen Hersteller bauartlich fast gleich. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein Winkelschleifer
an denen hier ein Vorbau angesetzt worden ist. Und ich denke, im Prinzip ist es das eigentlich auch. An der Unterseite befindet sich hier eine Kassette, in der sich ein Sägeblatt befindet. Wenn ich jetzt die Maschine nach vorne drücke, hier ist diese Art Schlitten, kommt das Ganze hier vorne raus und während des Betriebes, während des Laufens, schneidet das dann eine Vertiefung in das Holz, in dem dann ein Flachdübel eingelegt wird. Flachdübel gibt es in verschiedenen Größen. Gängig sind die Größen 9, 10 und 20, aber auch Sondergrößen wie H9 und spezielle Verbinder. Ich zeige euch mal hier oben so eine kleine Auswahl. Die gibt es alle davon. Das hier ist übrigens die Absaugung, die hier unten reinkommt. Und nur so am Rande, die erste weltweite Späneabsaugung für Handmaschinen wurde 1974 auch von der Lamello AG in der Schweiz erfunden. Zu den Einstellmöglichkeiten an der Flachdübelfräse kommen wir jetzt gleich während des praktischen Vorführens. Früher wurden diese Verbindungen, wenn ich jetzt nochmal zwei Bretter zusammen machen möchte, wurde hier eine komplette Nut reingefräst und dann mit langen Hölzern, die genauso lang sind, wurde das verbunden. Das hat den Nachteil, das Holz hier oben wird dünner und dadurch bricht das Ganze aus. So ein Seich, das mache ich schon seit Jahren so und bis jetzt hat es noch immer funktioniert. Während, wenn man eine Lamello-Fräsung hat, den Vorteil, wenn die Lamellos dann hier drin sind, dass der Rest hier vollflächig zu verleimen ist. Und das gibt viel mehr Stabilität, als wenn ich hier einen durchgehenden Schlitz hätte. Das platzt dann nach oben und unten weg. Deshalb ist das Ganze an sich schon stabiler. Jetzt hat ja jedes Lamello-Plättchen eine bestimmte Höhe. Also das 0er hat zum Beispiel 5 cm und hier das 20er 6 cm Höhe oder sagen wir eher Breite. Und das muss natürlich eingestellt werden, damit hier außen, ich zeige das mal, hier kommt das Sägeblatt raus. Und da geht es jetzt um die Breite. Für das jeweilige Plättchen, wie breit soll der Schlitz sein, der gefräst wird. Das ist jetzt auf 20 eingestellt. Ich stelle das hier hinten mal auf 0. Da kann man sehen, dass das Messer gar nicht so weit rauskommt, also weniger in der Breite einfräst. Einstellen kann man das Ganze hier oben drauf. Da ist ein sogenannter Revolveranschlag. Kennen verschiedene wahrscheinlich schon von der Oberfräse. Und hier drauf sind halt Zahlen und da kann man einstellen, welche Breite das Ganze haben soll. Dadurch wird automatisch auch die Tiefe eingestellt. Das heißt eigentlich, dass so ein Plättchen 6 cm breit und, wenn ich mich nicht ganz irre, hier 12 mm Tiefe haben muss. Ich schreibe euch aber hier oben mal die jeweiligen Zahlen genau hin. Und wie kann ich jetzt feststellen, ob mein Holz hier jetzt ob ich da tief genug reingebohrt habe? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe jetzt hier einen Schlitz drin, setze einfach das Lamello-Plättchen hier rein und mache obendrauf einen Bleistiftstrich. Jetzt drehe ich das Plättchen rum und wenn der Bleistiftstrich hier in dem Loch verschwindet, muss natürlich gerade reinsetzen. So, wenn der Bleistiftstrich verschwindet, dann ist die Frästiefe tief genug. Sollte die Einfrästiefe nicht stimmen, nicht tief genug sein, befindet sich hier am Rand meistens eine Schraube. Und das ist ja hier ist der Revolver. Wenn wir das ist der Anschlag. Wenn wir das zusammenschieben, schlägt das genau auf diesem Revolver auf. Das heißt, wenn wir die Schraube verstellen, größer oder kleiner machen, wird auch der Abstand, wie tief wir bohren, ändert sich dadurch. Also das kann man da prima einstellen. Ich würde sowieso empfehlen, egal was ihr macht, ob jetzt die Breite passen soll, ob die Tiefe passen sollte oder ob jetzt auch hier, ob das genau in der Mitte ist, nehmt euch ein altes Stück Holz
und macht erst eine Probefräsung, messt das Ganze aus, damit das auch wirklich alles richtig aufeinander passt. Machen wir mal 2 Bretter zusammen. Das soll schön hier so eine Fläche geben. Ich habe hier das Plättchen. Nur um mal zu zeigen, das liegt dann hier. Ist damit, das 20er hat 58 mm, glaube ich. Sollte natürlich nicht zu nah hier am Rand sein. Sollte, ja, ich würde mal sagen, einen halben bis einen ganzen Zentimeter vom Rand weg sein. Das hat knapp 60 mm Durchmesser. Also sehen wir zu, dass wir uns einen Strich in der Mitte machen. Also das heißt 1 cm Abstand vom Rand und 3 cm ist 4 cm. Machen wir uns hier einen Strich hin. Und hier an der anderen Seite ebenfalls 4 cm. Dann legen wir die beiden Bretter zusammen, schön gleichmäßig, und übertragen diesen Strich hier einfach auf die andere Seite. Genauso hier auf der anderen Seite übertragen wir den, dass wir auf beiden Seiten dann jeweils die durchgehenden Striche haben. Ich habe das eine schon hier festgeklemmt. Wie gesagt, klemmt es gut fest, weil ihr ja doch einen gewissen Druck ausübt. Nicht, dass euch das fliegen geht. Und wenn ihr sowas macht, eine ebene Fläche. Nicht irgendwo in der Luft hier rumbasteln. Ja, jetzt bleibt das hängen so. Also nicht irgendwo in der Luft rumhängen, das irgendwo hier vorne an der Kante einklemmen. Dadurch kippt das Ganze. Ja, dann werden die Dübel schief, kommen die rein. Also immer eine ebene Fläche haben, bei der man das macht. Und jetzt hier ansetzen. Die Maschine hat hier einen Strich, kann man das sehen, den hier unten, nicht den hier oben, sondern den hier unten. Und das ist mein Ansatzpunkt, den ich hier an dem Brett, wo ich den Strich gezeichnet habe, hin muss. Hier ist mein roter Strich und hier ist mein weißer Strich. Das muss dann übereinander passen. Und reinfräsen. Mit dem nächsten verfahren wir genauso. Plättchen rein. Möglichst sehen, dass sie gerade drin sitzen. Dann schieben wir das Ganze zusammen. Wir haben etwas Spiel. So ein paar Millimeter. Kann man das sehen hier. Das können wir ein bisschen schieben. Und dann, bis das Ganze übereinander passt. Und wir haben hier eine absolut glatte Fläche. Das Ganze passt super zusammen, das kann jetzt verleimt werden. Um das Ganze jetzt zusammenzukleben, sollte man ausreichend Leim nehmen. Das heißt natürlich als erstes mal in die Vertiefungen und auch auf das restliche Holz, um eine wirklich stabile Verbindung herstellen zu können. Die Gegenseite auch. Und dann fügt man das Ganze einfach zusammen. Das war jetzt natürlich ein bisschen zu viel Leim. Wichtig ist aber eigentlich, dass man immer, wenn es geht, die Verbindung mit einer Schraubzwinge, solange es trocknet, schön zusammenquetscht. Und ich lasse das Ganze immer, wenn möglich, mindestens eine halbe oder wenn es geht, sogar eine ganze Stunde trocknen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Nun möchte ich eine Eckverbindung zeigen, also dass das hier aufeinander passt. Und das machen wir folgendermaßen. Ich möchte jetzt nicht dieses Brett hier, da muss ich was drauf anzeichnen, da möchte ich nicht, dass das versaut. Deshalb klebe ich mir hier ein Stück Malerklebeband, irgendetwas drauf. Setze das Brett hier vorne bündig an der Kante. Und damit man das besser sieht, drehe ich es mal um. Hier habe ich jetzt, setze ich es nochmal neu an. So, und zeichne mir hier an der Innenseite jeweils einen Strich. Reicht eigentlich rechts und links einer, aber ich habe den jetzt einfach mal hier in der Mitte drauf gemacht. Da soll jetzt mein Stück Holz hin. Und das klemme ich jetzt hier genau an der Linie fest.
So, dann machen wir jetzt erstmal hier diesen Tisch ab. So, und dann habe ich jetzt hier die beiden Bretter, die ich bohren muss, übereinander liegen. Ich muss jeweils rechts und links 2 Plättchen so reinmachen und 2 Plättchen senkrecht von oben nach unten. Ich mache jetzt ganz gerne immer erst von oben nach unten, und zwar, dann habe ich hier einen festen Anschlag. Das verrutscht eigentlich kaum, weil ich ja kaum Druck ausübe. Wenn ich jetzt so erst schneide, kann es sein, dass mir das Brett hier um ein paar Millimeter verrutscht. Ich das eventuell nicht sehe oder merke, und beim zweiten Mal schneiden hier unten ist das Ganze verschoben. Also erstmal von oben nach unten, und natürlich habe ich mir hier jeweils 4 cm vom Rand wieder einmal hier oben und einmal hier unten Striche dran gemacht, damit ich weiß, wo ich hin muss. Bei dem von oben nach unten gehen kann man auch auf der Rückseite als Anschlag hier diese mittlere rote Linie nehmen. Hier ist ja mein Bleistiftstrich. Damit kann ich eigentlich ziemlich genau sehen, ob ich richtig bin. Wenn ich das so mache, kann es natürlich passieren, dass hier meine Fräse abkippt. Deshalb lege ich mir ein Holz dazwischen, was dieselbe Dicke hat. Dann ist das 100%ig gerade. Schau hinten nach, wo ich hin muss. Machen wir noch die Absauganlage dran und dann legen wir los. Und damit haben wir eine wirklich feine, gerade Kante, wo das Ganze schön aufeinander passt. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, wofür ist die Anschlagplatte? Die kann man hier oben drauf entfernen. So. Und wofür ist hier dieser Anschlagwinkel bzw. der sogenannte Tisch, glaube ich, nennt sich das Ganze auch. Zu dem Tisch kann man eigentlich einfach sagen, mit diesem Tisch kann man Winkel schneiden. Ja, das heißt also, das Holz kann hier in einem bestimmten Winkel eingefräst werden. Zum anderen, wenn man den ganz nach vorne klappt, hat man hier einen 90-Grad-Winkel. Und das ist gut, wenn man zum Beispiel lange Bretter hat und möchte einen solchen Winkel herstellen. Die kann man jetzt schlecht lange Platten aufeinander legen. Da hat man meistens keinen Platz für. Dafür ist dann, wie gesagt, das hier runterklappen, festmachen. Und ihr könnt das hier anschlagen. Ich zeige es mal von der Seite. Hier reinbohren, beziehungsweise durch diesen Anschlag auch von oben nach unten. Machen wir ein kleines Beispiel. Mit diesem Anschlag kann ich jetzt hier in den Kopf reinbohren. So sieht das Ganze dann hier von vorne aus. Dann kann ich das Ganze von oben rein dübeln. Und so sieht es von oben aus. Dann kann man natürlich diesen Anschlagwinkel wieder zurückstellen, dass wir das Ganze frei haben. Klemmen das fest und dann kommt hier, was ich so nenne, ein Tisch. Der kommt hier drauf. Der hat hier an der Seite eine Maßangabe. Und die kann ich hier vorne durch das Rad, kann ich den, und ich fahre mal gerade zurück, so, kann ich den rauf und runter fahren. Das heißt also, hier kann ich die Frästiefe einstellen. Das ist eigentlich ganz interessant. Wenn ich zum Beispiel wie hier ein dickeres Holz, das ist jetzt 7 cm mal 4,5 cm, wenn ich die, sagen wir mal, im Winkel aufeinander machen möchte, dann ist mir ein Lamelloplättchen zu wenig. Also mache ich mir dann 2 Stück da rein, um der ganzen Sache etwas Stabilität zu geben. Dazu zeichne ich mir jetzt hier mal wieder die Mitte ein. An dem Querholz ebenso. Stelle mir hier am Rand jetzt die Fräse auf 10 mm.
klemme mir diesen Tisch hier fest, damit das nicht verrutschen kann. Und schon mache ich im Abstand von 10 mm, kann ich mir rechts und links Dübel einfräsen. Machen wir mal gerade. Und damit habe ich jetzt oben 2 Vertiefungen reingefräst. Und jetzt kommt natürlich dasselbe bei diesem, nur halt in quer. Das spanne ich mir auch hier ein. Dann fräsen wir erstmal die 10 mm Tiefe. Jetzt messe ich mir den Mittelpunkt der unteren Fräsung, die liegt bei mir bei 35 mm. Das stelle ich mir hier ein, löse das Ganze, stelle das hier auf 35 mm, festmachen und hier dann wieder einspannen. Und dann fräsen wir das Ganze lustig jetzt hier rein. Die Plättchen setzen wir da rein. Machen das Ganze übereinander, einmal kurz festhauen und schon haben wir eine stabile und winkelige Befestigung. Jetzt machen wir mal ein kleines Späßli, und zwar stellen wir das Ganze mal hier auf 0. Dann müsste ja eigentlich nur oben die Kante weggefräst werden und den Dübel müsste man von oben einlegen können. Ist nur so eine kleine Idee, mal ausprobieren. Kann man gut sehen, dass das hier halbrund ist. Das Plättchen passt erstklassig da rein, steht ein bisschen über, also er hat jetzt keine 4 mm Tiefe eingefräst, aber da kann man mal sehen, wie exakt und präzise das Teil arbeitet. Das, was jetzt eigentlich noch fehlt, das sind hier diese 45 Grad Schnitte, dass das so eine richtig schöne Ecke gibt, wenn das zusammengesetzt ist. Aber das zeige ich jetzt heute nicht. Ihr könnt euch gerne mein vorletztes Video anschauen. Ich verlinke das mal hier oben. Und jetzt gleich direkt am Ende kommt noch ein Hinweis. Jetzt muss ich gerade sehen, hier glaube ich ist das. Und da könnt ihr auch draufklicken und direkt dieses Video euch dann anschauen, wenn es euch interessiert. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mich gefreut, bei euch zu sein. Wir sehen uns wieder demnächst hier in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.